Jo, hi, ich bin der Manni und ich bin der Erfinder dieses Kugelfisches. Wir fahren gern zu Festivals und dafür war unser Wohnwagen meistens zu groß, wir waren zu wenig oder der Wohnwagen war zu klein und wir waren zu viel. Also habe ich mir gedacht, baust du mal irgendwann mal irgendwas, was man auf dem Anhänger raufstellen kann, dann können wir das variieren. Woher kommt der Name Kugelfisch? Der Name beruht darauf, dass er aussieht wie ein Fisch plus Halbkugel obendrauf und der Name kommt von meiner Tochter. Sie sagte, das sieht aus wie ein Kugelfisch. So, insgesamt habe ich 3 Stück gebaut, das ist Nummer 2 und den dritten, den werde ich nächsten Monat dann vollständig einsatzbereit haben. Zeige ich euch das jetzt mal. Das heißt, ich hole euch hier mal eben rein. So, wo ihr eben drin gestanden habt, ist dieser Schrank. Das sind quasi Abladefächer. Da kann man seine ganzen Utensilien reinlegen. T-Shirt, Hosen. Hier unten ist auch nochmal Stauraum. Und wenn man das schön macht, macht man das mit der Bettdecke so. Eine Rolle an der rechten Seite, eine Rolle auf der linken Seite. Bullaugen habe ich verarbeitet. Rechts und links, damit man auch ein bisschen Licht hat. Dann gibt es hier oben noch einmal diese Glocke, die man öffnen kann. Mal sehen, ob ich das eben mache. Ja, ist noch nicht ganz zugedreht. Die kann man auch öffnen. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Hat der Stehhöhe? Wenn ich stehe jetzt auf dem Bett. Wenn hier jetzt das Bett nicht wäre und das Zwischenbrett nicht da wäre, wäre ich ungefähr 30 cm kleiner. Kann man da drin sitzen oder ist das eher echt nur zum Liegen? Jetzt ist er für 2 Mann umgebaut, das heißt, jetzt ist es nur reine Liegefläche. Wenn er umgerüstet ist auf eine Person, dann habe ich auf rechten Seite sowas wie so ein Sideboard installiert, auch reingeschraubt, eine andere Matratze hin und dann kann man auch da vorne am Ende des Bettes kann man ein Brett rausnehmen und seine Füße auf den Boden stellen. So, Perspektive, wenn man liegt, ist das in etwa so. Wird man entweder morgens mit Helligkeit aufwachen oder nachts kann man die Sterne oder den Mond angucken. Gute Nacht. Und Tür zu. In diesem Fall habe ich hier auch einen kleinen Schrank verbaut mit einer kleinen Steckdose. Ich kann zusätzlich einen Radiator einhängen mit so einer Halterung, die ich extra konstruiert habe. Das reicht bis minus 5 Grad. Bei tieferen Temperaturen nimmt man zusätzlich einen kleinen Heizlüfter, das sollte reichen. Hier sind ganz viele Staufächer. Das geht bis nach unten hin. 1, 2, 3, 4, 5 Löcher an der Zahl. Das gleiche hier, auch 5 Löcher an der Zahl. Nur in diesem Fall ist dieser Schrank nicht ganz so tief, weil die Tür etwas versetzt ist. An der Stelle klebte ein Schrank, den habe ich aber entfernt, weil ich hier auch mal sitze. Wenn er da umgebaut ist, dann habe ich hier nämlich die Matratze, die kann ich rausnehmen. Und hier wäre dann eine Schrankzeile, die geht bis zu diesem Rundfenster. Und dann kann man hier auch sitzen, kochen und eine Tischplatte ausziehen. Somit musste dieser Schrank weichen. So sieht's aus. Natürlich hat er auch unterm Bett Stauraum. In diesem Falle, ich habe den Zollstock da schon mal provisorisch hingelegt. Das sind, wenn ich das richtig sehe, 94 cm. So dass man hier immer noch ein bisschen Trittfläche hat. Ja, da passt einiges rein. Genau, Ne? und nach hinten hin sind noch mal runde Löcher. Ich glaube 4. 1, 2. Nee, das ist gar keins. Siehst du, so lange schon her. 1, 2, 3. 3 Löcher, ja, wo man noch lange Gegenstände reinschieben kann. Weil nach vorne hin unterm Bett ist auch noch Stauraum. Der Stauraum ist quasi in der Mitte noch mal geteilt. Wegen der Statik. Ich habe mir gedacht, bin zwar kein Statiker, aber wegen der Statik habe ich mir gedacht, das wird noch mal zusätzlich Stabilität geben. Ich fahre im Schnitt so 104. Der Hänger ist für 100 km/h zugelassen. Stressfreies Fahren ist mir einfach genehmer, als dass ich mich irgendwie jagen lasse. Ich will ja auch ankommen. Wie ihr seht, ist er ein bisschen aerodynamisch geformt. Dadurch verbraucht man auch weniger Benzin. Bei meinen Megane 75 PS ist das auf jeden Fall 1 Liter, wenn es hochkommt. Und bei einem zugstarken Fahrzeug, Dieselantrieb, mit 130 PS oder was das ist, merkt man da gar nichts. Und diese Matratze ziehe ich jetzt raus. Das ist eine kleine Matratze. Dieses Brett kann man rausziehen. So. Und dann ist das quasi, sieht das dann so aus, dann wird das rausgeschraubt. Die kann man wieder reindrehen, also extra zum Drehen, so als Ablagefläche kann man wieder reindrehen. Und somit kann ich dann hier sitzen. Diese Matratze ist dann nicht da, die ist dann weg. Und hier ist ein kleiner Schrank und ein konisch zulaufender Schrank.
der bis zu diesem Bullauge hingeht. So würde das ungefähr aussehen. Hier wäre dann ein Schrank mit Klappe, wo man Geschirr reintut und ein Ausziehtisch, den man rausziehen kann. Und das ist der Grund, warum ich hier den Schrank weggenommen habe. Wenn jetzt der Schrank hier ist, der würde genau so verlaufen wie die Matratze, wie dieser Schrank die Flucht. Hier hochgehen bis hierhin. Und dann hätte ich hier nochmal einen Tisch zum Ausziehen. Der ist sogar so stabil, dass ich mich darauf ablegen kann. Eine kleine Kochecke mit einem Induktionskochfeld. Das reicht, um Ravioli warm zu machen. Wenn deinen Camper jetzt jemand sieht und sagt, boah, das will ich auch haben, kann man den kaufen? Also kaufen kann man ihn nicht. Also ich verkaufe meine Camper nicht. Könnte es auch nicht in Serie herstellen. Ein Jahr Bauzeit, was hinter mir steht. Nein, verkaufen schaffe ich nicht. Material 1600 €. Arbeitsstunden kann ich nicht genau sagen. Aber ein Jahr habe ich dran gesessen, um das überhaupt einsatzbereit zu haben. Ich wollte halt mal meine Ideen verwirklichen und nicht nur im Kopf, in der Fantasie oder auf Papier, sondern ich wollte sie mal wirklich in 3D wirklich verwirklichen, in 1:1, nicht 1:10. Seine Fantasie freien Lauf lassen, dass man das mal raussprühen lässt. Das ist ein schönes Gefühl, wenn das alles aufgeht und funktioniert. Das nenne ich Glücksgefühl. Ich bin immer leicht verlegen, wenn die Leute sich das angucken und mir Lob geben. Das ist immer so. Ich bin im Prinzip eigentlich menschenscheu, eigentlich. So, ja, doch. Das Kniffligste überhaupt ist diese Dachflosse. Ich nenne sie einfach Irokesenflosse, weil die wie so ein Irokesenschnitt von vorne nach hinten läuft. Da musst du hartnäckig sein, um das zu verwirklichen. Es muss auf einen Millimeter passen. Hier habe ich noch eine Kederleiste angebracht, die ist ungefähr 1,10 Meter breit. Und da kann man dann ein schönes Busvorzelt reinfädeln. Und die Busvorzelte sind meistens so 3,5 bis 4 Meter nach hinten. Und so hat man dann quasi gleich trockenen Fußes, wenn man rauskommt, gleich seine Küche oder einen Tisch und seine Vorräte, Kühlbox. So wie ein VW-Bus. In etwa muss man sich das vorstellen. Reinstellen hier hinten rein. Freiheit bedeutet für mich reisen, wohin ich möchte. 1,95. 1,95 1,95. Ja. Und Breite? 1,40. 1,40. Das weiß ich. An der breitesten Stelle. Und dann variiert nach hinten und vorne jeweils um 10 cm weniger. Manchmal halten welche an, die fragen sich, ob man darin schlafen kann oder wie das von drinnen aussieht. Das kommt schon mal vor. Dann erkläre ich natürlich. Ne? Und den nimmst du dann runter, wenn du den Hänger für was anderes brauchst. Genau. Aber das ist bestimmt ganz schön schwer, weil ich sehe, ist alles Holz. Der Oberbau wiegt 230 Kilo. Und wie kriegt man es runter und darauf? 2 Mann. Zwei Einer Mann? hier, der Ja. andere auf der anderen Seite. So, ich habe hier auch verbaut einen normalen Wohnwagenanschluss-Steckdose. Und somit habe ich dann auch Landstrom auf dem Campingplatz für die Heizung eventuell oder meine Geräte aufzuladen. Ja, ich habe keine Aufliegefläche so.